Kennst du jemanden, der schon morgens mit dem Gefühl aufwacht, dass er etwas tun muss, wozu er gar keine Lust hat, der sich erschöpft aus dem Bett schleppt ohne echte Motivation? Ja, vielleicht bist du das auch, dieser jemand. Und hast dir schon die Frage gestellt, was geschehen würde, wenn du aufhören würdest, gegen dich zu arbeiten? Also gegen dieses Gefühl, eigentlich will ich das alles so gar nicht mehr. Ich will was anderes. Jetzt aber was? Heute schauen wir uns an, was hinter dieser Müdigkeit stecken könnte, wie du wieder in diesen angenehm motivierten Seinszustand zurückfindest und wie du aus dem Überfluss und nicht mehr aus dem Mangel lebst. Vielleicht geht es dir wie mir früher. Immer beschäftigt, also ständig machen, machen, machen und all den Anforderungen gerecht werden, den Anforderungen genügen. Ob die nun von außen kommen oder von innen, ist eigentlich total egal, weil die von innen meistens solche sind, die wir irgendwann mal von außen gehört haben und als richtig in uns hineingenommen haben, weil die Gesellschaft ebenso tickt, wie sie tickt. Wir haben vielleicht das nie in Frage gestellt oder erst in den letzten Jahren. Also bei manchen hat das in den letzten Jahren sehr stark eingesetzt, dass irgendwas mit dieser Gesellschaft vielleicht nicht ganz so richtig gerade läuft. Und du könntest dich jetzt fragen, warum es denn nie genug ist. Warum muss es immer mehr sein? Warum machst du und machst du und machst du und kommst aber dabei irgendwie nicht richtig von der Stelle? Und die Ursache hierfür ist, dass du wahrscheinlich aus dem Überlebensmodus handelst. Das heißt, dein Nervensystem ist im Togang, hätte ich bald gesagt, und will, ja, das ist überstimuliert durch die vielen Jahre in diesem Zustand und kennt eigentlich gar nichts anderes mehr als diesen Überlebensmodus, in dem du kämpfst gegen deine eigene Natur, weil deine eigene Natur ist eigentlich ruhig, also in dir ist ein ruhiger, friedlicher Zustand, der sich von alleine entfaltet. Ich nenne das die Grundfrequenz, weil das ist das, was uns, naja, sage ich mal, auf eine bestimmte Art und Weise schwingen lässt, so dass wir erkannt werden und Resonanz ausüben können, so dass wir, wenn wir in unserer Grundfrequenz schwingen, mit Leichtigkeit die Dinge anziehen, die uns entsprechen. Dasselbe passiert natürlich auch im Überlebensmodus, weil da ziehst du auch Dinge an, aber leider nicht die, die du anziehen willst, sondern nämlich genau diese Mangeldinge, weil der Überlebensmodus basiert auf Mangel und die Grundfrequenz ist die Fülle pur. Deswegen macht es Sinn, diese Grundfrequenz zu erinnern, weil aktiv finden können wir die ja mit der Zeit auch natürlich, aber das wäre ja wieder ein neues Tun und wir wollen ja nicht, wie das vielen spirituellen Menschen passiert ist, wieder in so ein ich muss etwas machen, um zu erreichen zu kommen, weil das wäre dann ein spirituelles Hamsterrad und da wollen wir ja überhaupt gar nicht hin. Wir wollen ja, dass das Leben leicht wird und Spaß macht und Freude macht und ja, dass wir aus unserem wahren Sein, aus unserer Urfrequenz heraus handeln, uns entfalten. Ich mag lieber dieses Entfalten, weil das ist was, dann kommt der Impuls von innen und wir setzen um. Das ist mir lieber, weil dieses Machen dann nicht mehr so da drin ist und klarer wird, dass es sich hierbei eigentlich um einen Zustand des Empfangens handelt. Also viel weicher, viel weiblicher, als wir das kennen aus der Gesellschaft, in der wir leben. Der Unterschied zwischen diesem Seinszustand und dem Überlebensmodus ist, dass im Seinszustand dein Nervensystem runterfährt, du ruhst in dir und
fühlst dich friedlich, sicher, geborgen, offen, neugierig. Und in diesem Zustand bist du mit der Fülle verbunden, in der Stille vor allem. Wenn dein Nervensystem aber unter Dauerstrom steht, dann geht unser Cortisolspiegel immer wieder nach oben oder bleibt irgendwann konstant hoch, und das spüren wir dann eben in dieser Erschöpfung. Die Erschöpfung ist eigentlich eine fehlende Motivation ins Leben. Und sobald diese tiefe Motivation wieder klar wird, das ist das, was ich sage, das, was da erinnert werden will, was da jetzt werden will, was wir alle spüren, dass da was werden will, was wir aber selber noch nicht so richtig in Worte fassen können, das ist diese tiefe Motivation aus dieser Grundfrequenz heraus. Und wenn du aus dieser Frequenz heraus gestaltest, dann ist das leicht, dann ermüdet das nicht, dann kannst du zwischendurch auch einfach mal in den Garten gehen, so wie ich. Ne? Dann gehe ich mal 2 Nachmittage in den Garten, weil ich denke, irgendwie so, jetzt ist mein Kopf so voll oder ich habe so viel Strategie gemacht, dass ich irgendwie gar nicht mehr gerade ausdenken kann. Und dann gehe ich in den Garten und denke wirklich nicht an den Job. Ich nehme auch das Handy dann möglichst nicht in die Hand, es sei denn, ich muss mal eben was nachgucken. Und dann können die schönen Dinge wieder aufsteigen. Also ich nenne das Inkubationszeit. Das sind die Phasen, die wir brauchen, damit Ideen nicht nur kommen dürfen, sondern sich auch weiterentwickeln dürfen, weil die erste Idee ist meistens nicht die richtige. Also die hat eine Spur. Und zu schnell umsetzen, dann spüren wir, vor allem jetzt in dieser aktuellen Zeit, funktioniert das nämlich gar nicht mehr. Ich merke das gerade an meinem Buch. Wir folgen dieser ersten Spur und dann fühlt es sich nach kurzer Zeit eigentlich schon wieder falsch an. Besonders, wenn wir diese ersten Gedanken direkt in die KI reingepackt haben. Das ist mir aufgefallen, dass wir auch im Umgang mit der KI viel, viel tiefer erstmal reingegangen sein sollten in das, was wir eigentlich wollen, damit unsere Sprache wirklich auf den Punkt ist. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Bei mir ist es so, dass ich sage mal so, bei mir könnte eigentlich auf der Webseite draufstehen, im Werden. Und das ist auch so mein, ich sag mal so mein geheimes Motto, was ich vielleicht mal als YouTube-Format wählen werde, weil ich dann eben nicht genau weiß, was wird. Und das weiß ich eigentlich nie. Und so ist aus diesem Buch, was ich angefangen habe, was ursprünglich mein Businessbuch werden sollte, ist jetzt eher so ein Buch geworden über diese Grundfrequenz, über dieses Leben aus dieser Urfrequenz heraus. Und wie wir das stabilisieren, wie wir in diesem Leben sein können und im Werden glücklich sein können, so wie es die Kinder waren. Dieses Leben ist dann ein Leben aus dem Überfluss, weil es gibt eigentlich dann keinen Mangel mehr, weil alles, was wir in der Grundfrequenz drin haben, ist auch mit dem Quantenfeld verbunden. Und alles, was im Quantenfeld ist, ist dann für uns zugänglich. Wir sind damit direkt verbunden. Und wir gestalten dann nicht mehr aus der Angst heraus, sondern aus purer Lust. Die Motivation kehrt zurück. Das Leben fühlt sich sinnvoll an, weil der Sinn kommt immer mit. Der zeigt sich vielleicht nicht sofort. Ne? Also das, was so Purpose genannt wird, zeigt sich nicht immer sofort. Man muss manchmal ein bisschen warten, bis es aufsteigt. Ne? Das ist ein bisschen wie bei den kleinen Pflänzchen, wenn die keimen, dann manche sind nach einem Tag gekeimt. Andere brauchen 14 Tage. Manche lassen sich ein halbes Jahr Zeit. Und deswegen kannst du eigentlich gar nicht wissen, wann es aufsteigt. Und du kannst es auch nicht beschleunigen. Du kannst zwar kreative Methoden anwenden, die es vielleicht anregen, aber wenn du zu viel ins Denken kommst, dann bewegst du dich immer in derselben Box. Und das heißt, du kommst nicht über diese Box hinaus, du siehst die große Vision nicht
oder du spürst sie vielleicht nicht, die dahinter steht. Und deswegen brauchen wir dieses im Werden sein, weil die ganze Sache entfaltet sich Stück für Stück, so wie ein Garten oder so wie eine Pflanze. Ne? Wenn du dir die kleinen Keimlinge anguckst, die sehen eigentlich fast alle gleich aus. Ne? Alle haben 2 Blätter da oben und die eine kommt, irgendwann ist sie eine große Eiche und die andere ist ein Wirsing. Ja, also du in dieser Urfrequenz, wenn du aus dieser Urfrequenz heraus lebst, lebst du in einem angenehmen Fluss von kreativen inneren Impulsen und entspanntem Umsetzen. Und das ist doch mal ein echtes Ziel oder vielmehr besser noch eine Intention, die du setzen kannst, um dich immer wieder daran zu erinnern. Es geht also nicht mehr darum zu funktionieren, um in diese Gesellschaft zu passen. Es geht darum, diese Gesellschaft aus unserer tiefsten inneren Weisheit heraus zu gestalten. Ich bin Claudia Heipertz und ich begleite Menschen dabei, aus ihrer Frequenz heraus sichtbar zu werden mit Projekten, die echt klar und tragfähig sind. Nicht als Beraterin oder Coach, sondern als Resonanzraum für Visionen, die erinnert und nicht gemacht werden wollen.